Herzlich willkommen zu einem weiteren Next Move Autobahntest, und zwar Porsche gegen Tesla. Am Start sind ein Porsche Taycan in der Familienvariante 4S mit der großen Batterie, lädt hier jetzt gerade noch voll, gegen ein Tesla Model S Raven Performance. Raven ist die neue Generation Antriebe, die effizienter ist als die alten Teslas, ohne dass die Batterie größer gemacht wurde. Wir wollen Tempo 120 über die Autobahn fahren. Es windet heftig, Sturmtief Sabine ist zwar fast vorbei, aber der Wind ist noch da. Da oben an den Fahnen sieht man es auch ein bisschen, dass wir heute vermutlich keine Top-Reichweiten erzielen werden, aber ich bin gespannt, wer am Ende des Tages die Nase vorn hat. Als Piloten haben wir einen echten Tesla-Profi heute angeheuert, den stellen wir euch gleich noch vor. Seit 2011 ist er in verschiedenen Tesla-Fahrzeugen unterwegs. Das hier ist sein 4. Auto. Ich begrüße unseren Tesla-Testfahrer an Bord des Porsche Taycan. Der Hans, sag kurz 3 Worte zu dir. Ja, also ich bin Hans, fahre seit 2011 Tesla mit dem Tesla Roadster und neben uns steht mein weißes Tesla Model S, das 3. Model S. Insgesamt dann der 4. Tesla, den wir haben. Ja. Nicht parallel, im Moment haben wir Roadster und den Model S. Ja, ich habe mich gefreut, dass heute Stefan uns eingeladen hat für eine schöne Fahrt. Ein Porsche Taycan, freue ich mich drauf. Und wir werden gucken, wie das Model S sich dagegen schlägt. Ja, wir sind ja auch beide Mitglied im Verein Tesla-Fahrer und Freunde e.V. Du bist im Forum noch ein bisschen aktiver, glaube ich, auch im Tesla-Fahrer und Freunde Forum als ich. Ja, so mittlerweile ist es da Mainstream angekommen, muss ich sagen. Also am Anfang waren wirklich Leute noch ein bisschen anderer Schlag Menschen. Ich bin ganz froh darüber, muss ich sagen, dass es sich so entwickelt hat. Und dann braucht man da auch nicht mehr ganz so häufig einzugreifen. Wir haben ja viel mehr Erfahrung als die jungen Leute, die da jetzt dabei sind, also die jungen Tesla-Fahrer. Und seit 2011 im Tesla unterwegs, schon mal Porsche gefahren? Bisher noch nicht. Heute okay, Novo. Dann ist also Premiere. Dann würde ich sagen, gucken wir uns hier noch kurz die Einstellung an und dann geht's los. Ja. Bremse kräftig halten, rechten Fuß voll aufs Gas. Mhm. Und dann einfach Bremse schnipsen lassen. Da war der Schaltvorgang kurz. Ja. Definitiv schon auf den ersten Kilometern kann man sagen, Fahrwerk, Tesla und Porsche, da trennen sich Welten. Also die Abstimmung im Porsche schlicht genial. Überholvorgang, sowas von sicher und easy. Da muss man wirklich sagen, wer das mag, ist hier deutlich besser aufgehoben. Ja, und Reichweite wollen wir heute noch testen, ja? Mal sehen, wer da die Nase vorn hat. Ich schwenke mal nach vorne, hier haben wir auch ein bisschen Porsche-Strecke. Ja, das macht richtig Spaß. Du spürst die Rückkopplung in der Lenkung. Da ist man selbst im Sportmodus beim Tesla mehr abgekoppelt. Du kannst natürlich gut fahren, du kannst das Auto auch schnell fahren. Aber hier hast du wirklich Rückkopplung. Also Lenkung, Fahrwerk, beeindruckend. Und Performance, merkst du, ist er deutlich langsamer als deiner? Ja, er reagiert tatsächlich aus dem Stand heraus, hätte ich ihm jetzt mehr zugetraut. Aber gut, das ist jetzt auch die Familienversion. Aber trotz alledem, der Sprint von 0 auf 100 über alle Zweifel haben. Also auch wenn wir jetzt nicht getestet haben. Aber es fehlt gegenüber dem Raven, dem Performance-Modell vom Tesla Model S, fehlt noch der Punch, der einem das Blut aus dem Gehirn treibt. Genau. Und der Turbo, der hat das schon auch noch ein bisschen mehr. Einen kleinen Unterschied gibt es da schon noch. Ja, denke ich auch. Sekunde mehr. Aber trotzdem, wer hiermit nicht klarkommt, tja. So, noch ein paar Worte zum Testansatz. Der Hans sagt, er fährt immer 19 Grad und Sitzheizung. So werden wir es auch tun. Und Räder, der Taycan hat 20 Zoll Winterräder drauf. Der Hans hat die 19er Serienräder drauf auf seinem Tesla. Und Funkgeräte nehmen wir mit und fahren Tempo 120. Maximum Speed in den USA. Mal gucken, wo wir dann auf der Langstrecke heute landen bei den beiden Autos. Die Probefahrt diente natürlich auch dem Warmfahren des Porsche Taycan Akkus, denn der Hans hatte ungefähr 130 Kilometer, 150 Kilometer Anreise. Dein Akku ist schon warm. Ja, 30 Grad kann man messen. Kurzes Fazit, kann man als
Tesla-Fahrer Spaß haben im Porsche Taycan? Also absolut. Sollte man wirklich mal fahren. Ob man es dann kauft, ob man es braucht, das muss man nach anderen Eigenschaften natürlich gucken. Aber erstmal Fahreigenschaften auf den ersten Kilometern wirklich begeisternd. Alle Daumen hoch. Der Hans tragt sich noch drüben beim Porsche rum. Sein Auto ist hier vollgeladen auf 100%, lädt hier gerade noch mit 2 kW so ein bisschen vor sich hin. Der Taycan ist auf 98%, lädt auch noch mit 2 kW, aber jetzt macht es keinen Sinn, noch länger zu warten. Wir fahren los. Wir laden jetzt hier noch mit 4 kW, 98%, Auto ist fast voll. Wir fahren heute im Range Mode, das heißt, das Fahrwerksniveau geht automatisch auf tief. Rekuperation schalten wir jetzt aus, aber können auch hier am Lenkrad über die Taste jeweils die Rekuperation einschalten, wobei sie natürlich sehr schwach ist. Der Rest kommt auf der Bremse. Ansonsten gehen wir nachher hier auf 19 Grad und Auto und ein kleines bisschen Sitzheizung, so wie es der Hans vorgeschlagen hat. So, die erste Runde ist fast rum. Ich bin beim 24,9 Durchschnittsverbrauch, 25 jetzt, 111 Kilometer pro Stunde und 74%. Das wird knapp mit 4 Runden. Wir fragen mal, wo der Hans steht. Hans, sag mir mal bitte deinen Stand Akku-Prozente. Im Moment habe ich 77%. Das sieht aus, als wenn du 4 Runden schaffst. Ich bin nur bei 74. Das ist schon ziemlich windig draußen. Die Strecke ist hier teilweise zumindest auch sehr windanfällig. Und auch wenn der Wind von der Seite kommt, oder andersrum, wir fahren ja hier einen Rundkurs, da könnte man meinen, der Wind hat keinen Einfluss. Ist aber nicht so. Wenn der Wind von der Seite kommt, dann ist es auch, bremst er auch aus und bringt einen höheren Verbrauch als einfach nur vorne und hinten aufaddiert und nullt sich. So ist es nicht. Wir fahren hier einen Rundkurs, es ist sehr windig und werden hier keine Wunderreichweiten erzielen. Aber mal gucken, den Wind haben beide Autos, wie sie sich am Ende im Vergleich gegeneinander schlagen. 9 Kilowattstunden mehr Akku nutzbar, laut Datenblatt ungefähr beim Tesla Model S Raven. Also ich bin jetzt gefahren 276 Kilometer mit einem Durchschnitt von 110 km/h und Verbrauch 24,5 und noch 23% im Akku. Wird nicht ganz reichen für eine volle Runde. Müssen wir uns was einfallen lassen. Ich höre mal, wie es hinten steht. Wie sieht es denn aus bei dir? Ladestand aktuell? 32%. 23 zu 32% im Model S. Und Durchschnittsverbrauch? 21,8. Gut, bei mir 24,5 und 23% jetzt noch im Akku. Ja, Model S mit ungefähr 9 Kilowattstunden mehr nutzbar, zumindest der Form halber, was man so weiß über die Fahrzeuge. Nettoentnahme. Es ist ein Model S maximale Reichweite Performance sozusagen. 100D sagt man nicht mehr, weil es ja ein sogenanntes Raven-Fahrzeug ist, der neuesten Generation, die also nochmal effizienter sind. Und dort sind auch Performance und Nicht-Performance relativ nahezu aufeinander gerutscht, was das Thema Reichweite angeht. Nämlich auf gerade mal 17 Kilometer, 593 zu 610, das sind ungefähr 3% Unterschied. Zum einen darf man gegen einen Porsche Taycan, der sehr sportlich ausgelegt ist, durchaus ein Performance-Fahrzeug im Test dagegen stellen. Zum anderen haben wir uns auch darum bemüht, einen Nicht-Performance, also ein normales Model S maximale Reichweite zu bekommen. In der nächsten Move-Flotte haben wir so ein Fahrzeug nicht. In den sozialen Medien, inklusive Tesla-Forum, haben wir es probiert. Am Wochenende zuvor waren da aber nicht erfolgreich. Insofern fiel dann die Wahl auf das Performance-Fahrzeug und der Hans hat sich da freundlicherweise bereit erklärt, mitzufahren und ist technisch auch sehr interessiert an solchen Sachen, dass ihm das, glaube ich, auch Spaß macht und nicht nur die Taycan-Probefahrt, sondern auch sein Model S hier mal sanft über die Autobahn zu bewegen.
100% gesprungen, aber ich glaube, ich bin erst auf der Hälfte von der letzten Runde. Mal gucken, wie weit es noch ist. Navigiere zu Autohof in Nempitz. Minus 3% Ankunft, sagt er mir. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder langsamer fahren oder ein kleines bisschen abkürzen. Da wir ja aber sowieso schon nur 120 fahren, ist abkürzen ein bisschen schwierig, langsam fahren ein bisschen schwierig. Wir nehmen jetzt hier mal ein kleines bisschen Tempo raus. GPS-Profil läuft weiter. Gehen jetzt hier mal auf 110 km/h, um dann vermutlich doch noch abkürzen zu müssen, kurz vorm Ziel. Und trotzdem wird es noch knapp, glaube ich. Ich bin noch nie liegen geblieben. Keine Abschlepper bei Next Move. Nicht wegen leerem Akku. Als Tesla-Fahrer würde ich mich jetzt sozusagen in die Prognose reinbummeln. Das heißt, so langsam fahren, dass aus dieser -3 eine 0 wird. Wohl wissend, dass ich, wenn das Auto nicht allzu alt ist, relativ sorgenfrei mit 0 ankommen kann. Ich darf ihn natürlich nicht so heftig treten auf den letzten Kilometern. Den Taycan will ich aber nicht leer fahren, weil das ist nicht unserer. Und ich will auch nicht auf der Autobahn liegen bleiben mit einem Auto, was ich jetzt erst 4 Tage kenne. Fahren wir erstmal hier noch 10, 20 Kilometer 110 und dann gucken wir mal, ob da immer noch eine -3 steht. Aber das letzte kleine Stück werden wir vermutlich noch abschneiden. Und mir fehlen also hier satte 11 Kilometer in der Prognose und das ist dann auf 32 zu fahrende Kilometer, ist es also ein Drittel grob. Das ist bei 110 km/h schlecht rauszufahren. Da werden wir vermutlich keine Dummheiten machen und hoffen, dass am Ende noch 1 Kilometer drauf ist, wenn wir am Ziel ankommen. Wir fahren also jetzt von der Autobahn runter. Auto sagt mir, ich habe das Navi nur eingestellt, dass er mir die Nicht-Autobahnroute angibt, 6 Kilometer, 8,4 zu fahren. Heute mal etwas andere Porsche-Qualitäten. Jetzt wird es hier eine richtig enge Kiste, das hatte ich gar nicht so geplant. Es ist schon auf 0%, 2 Kilometer, aber die stehen jetzt relativ beständig bei 2,3 zu fahren. Aber vor 1 Kilometer standen auch schon 2 Kilometer drauf. Noch zweimal abbiegen, noch ein paar Hügel, noch zweimal über die Autobahn. Ist sehr entspannend, mal so langsam und leise Porsche Taycan zu fahren. Oh, jetzt sind die Kilometer von 2 auf 0. Jetzt sind sie weg. Gefahren 360 Kilometer. Also 362, um korrekt zu sein. Leistungsbegrenzung ist noch bei so ungefähr einem Viertel. Jetzt kommt eine Batteriewarnleuchte auch. Ich habe hier gerade mal auf N gemacht, lass mich ein bisschen reinrollen. Ich sehe schon die Ampel Bitte in 300 Metern zum Ladepark. der Straße rechts abbiegen in Richtung Nempitz. So, D geht noch rein. Glück gehabt. Reku habe ich an. Jetzt rechts abbiegen. Stoppstraße, wie ungünstig. Ladezustand der Batterie kritisch, manueller Neustart nötig, um Fahrzeug verkehrssicher abzustellen. So, jetzt ist also die Schildkröte da. Ich lasse ausrollen, er hat mir hier Gas weggenommen, aber ich kann vermutlich noch mal neu starten. Ich gucke mal, ob ich bis hoch auf die Brücke rolle. Kannst ja vorbeifahren. Also mir fehlen hier noch 5 Meter auf den Berg hoch. Danach geht es berg runter. Leistungsbegrenzung ca. auf 5%. Ich bin einmal im P, konnte auf D schalten. Ampel geht auf Rot. Ist aber noch 100 Meter hin. Jetzt wissen wir auch ganz unfreiwillig, was der Taycan macht, wenn der Akku leer ist. Jetzt links abbiegen in die Zielstraße. Jetzt geht es nochmal bergab, jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Leistungsbegrenzung ca. so 2 mm vielleicht kann ich hier noch Strom geben. Er sagt ja auch schon wieder, Ladezustand der Batterie kritisch. Vielleicht habe ich es auch noch nicht weggeklickt und Fahrzeug neu starten. Ich kann es nicht mehr wegklicken. Ich bin auch ein D, aber ich weiß nicht, ob er noch Gas nimmt. Er nimmt noch Gas. Strom. Und es geht bergab. Ich zeige es euch mal. So sieht es jetzt oben im Display aus. Sie haben das Ziel erreicht. Und da ist ein voller Tesla Supercharger. Und wir haben das Ziel erreicht. Boah, ey, war das knapp. War nicht geplant. Meine Fresse. So, ich würde mal sagen, er lebt wieder. Da hängt er am Strom.
vor gefühlt 2 Minuten angesteckt. Jetzt ist er auf 252 kW. Diesmal läuft die GoPro mit, dass wir mal eine saubere Ladekurve durchgehend auch dokumentiert kriegen. Wie es sich gehört, von Null natürlich. Ja, wir werden keine Mühen gescheut bei Next Move im Test. Und da drüben, da drängeln sich die Kunden am Supercharger. Mal sehen, was wir hier noch sehen. Ob wir vielleicht heute mal eine 270 sehen. 2 Minuten 20 für 10%. So, er lädt hier froh dahin mit 250 bis 260 kW. Ich bin jetzt hier 7 Minuten 33%. Mal gucken, wie es da drüben aussieht. Hier sind wir bei 105 kW. Ich würde mal sagen, der Taycan hat zurückgeschlagen. Allerdings musste der Hans hier ein-, zweimal umparken, um vernünftig Ladeleistung zu kriegen, weil der Supercharger doch recht voll ist. Aber der Nachbar fährt jetzt weg. Da werden wir mal sehen, ob es hier noch weiter hochgeht. 141 kW, viel mehr wird hier auch nicht mehr passieren. Ich gehe mal noch auf den Trip. Da haben wir noch ein paar Werte. 369 Kilometer, 79 Kilowattstunden verbraucht und 214 Wattstunden pro Kilometer, also 21,4 Kilowattstunden. Und wir haben 50% wieder in unter 11 Minuten. Den Wert kennen wir irgendwoher. Macht er seinen Job sehr zuverlässig, der Taycan hier an der Ladesäule. So Hans, mit wie viel Prozent bist du angekommen? Ich bin mit 13% angekommen. Das macht noch keine Schweißperlen, aber es ist eben schon erstaunlich. Also wie weit die Leistungswerte runtergehen bei den widrigen Verhältnissen heute. Die Temperatur hat uns gar nicht mal so sehr zu schaffen gemacht, weil die Akkus waren warm. Aber der Wind, der Gegenwind, es ist ja nicht nur Gegenwind, es ist dann auch Seitenwind und der macht jede Performance kaputt. Also wir haben heute die Runde mit 120 km/h, wo es ging, mit bei mir 21,8 Kilowattstunden zu Ende gebracht. Und da bei warmem Wetter kommt er so bei 20,5 ungefähr hin. Also das ist also das, was wir heute bei den Witterungsverhältnissen hatten. Temperatur 4 bis 9 Grad, so. Das ist jetzt auch nicht so weltbewegend. Wir hatten nur 19 Grad. Leute, wir sind Elektroautofahrer. Ne? Wir sitzen mit Jacke drin, wir brauchen nicht 22 Grad. Und Ladeleistung hast du eben gesehen, 21 Minuten auf 80%. Also es ist einfach faszinierend. Also ich hoffe, dass das wirklich die Performance ist, die wir bald bei anderen Fahrzeugen auch erwarten können. Also immer relativ zur Akkugröße natürlich, klar. Ich hoffe auch, dass da jetzt nichts kaputt geht, dass man, wenn man so schnell lädt, dass er das also wirklich durchhält. Aber ansonsten wirklich begeisternd. Also so muss das sein mit den Ionity-Schnellladesäulen, mit der 800-Volt-Technik, mit der schnellen Ladeleistung. Das Einzige ist eben nur, wenn ich unterwegs bin mit meiner Frau, wir würden das gar nicht schaffen. 20 Minuten, da rennen wir schon. Also wir möchten es dann doch ein bisschen gemütlicher haben. Also 30 Minuten und dann ist er voll geladen. Das würde uns auch reichen. Aber dann schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, sehr gerne, Stefan. Und wenn sowas wieder ist, bin ich gerne dabei. Kommen wir nun, so wie ihr das kennt, zum Faktencheck, Auswertung und Analyse. Reisegeschwindigkeit betrug also 120 Kilometer pro Stunde, sofern verkehrsbedingt möglich. Im Durchschnitt sind wir gelandet bei ungefähr 110 Kilometer pro Stunde. Wir zeigen euch die Speedprofile der ersten beiden Runden. Danach hat mich das GPS leider verlassen. Sorry dafür, aber Verkehrsfluss war ähnlich, eher noch besser in den beiden Folgerunden. Die letzten 7 Kilometer dann, ihr habt es im Video gesehen, waren relativ langsam, Tempo 50 bis 60 Kilometer pro Stunde auf der Landstraße gefahren. Mehr war da nicht mehr drin. Den Verbrauch hat das nochmal in der Nachkommastelle geringfügig gedrückt. Am Ende hatten also beide Autos die gleiche Strecke zurückgelegt. Laut den beiden Bordcomputern ist das Model S 5 Kilometer weiter gefahren. Daher haben wir die Verbräuche auf eine gemeinsame Streckenlänge korrigiert und haben als Basis den Wert des Model S genommen. Grund war die geringere GPS-Abweichung bei der Geschwindigkeit. Model S war also fast drauf. Der Taycan hatte 2 km/h Differenz. Um also GPS 120 km/h zu fahren, brauchte der Taycan eine Anzeige von 122 km/h. Das Tesla Model S fuhr also von 100% Ladestand runter auf 13%, 369,1 Kilometer. Aus der Streckenkorrektur resultieren folgende Verbräuche pro 100 Kilometer. Model S 21,4 Kilowattstunden, also der Wert, den das Auto ganz am Ende angezeigt hat. Und der Porsche Taycan hatte abgelesen im Bordcomputer 23,9 Kilowattstunden, korrigiert um die Streckenlänge nach unten auf 23,6 Kilowattstunden.
und damit ungefähr 10% mehr Verbrauch als das Tesla Model S. Bei den Rädern, die waren ja unterschiedlich groß, erwarten wir keinen großen Einfluss auf den Verbrauch. Der Taycan hatte zwar 1 Zoll mehr, also 20 Zoll gegenüber dem Model S mit 19 Zoll, dafür beim Taycan aber Felgen im Aero-Design. Model S hatte sogenannte Doppelspeiche drauf. Schauen wir uns noch die errechnete Gesamtreichweite beider Autos an, wenn wir sie also von 100 auf 0% leer gefahren hätten. Da gab es auch nochmal beim Taycan einen kleinen Zuschlag, der war ja mit 98% gestartet. Rechnerisch ergeben sich also für das Model S von 100 auf 0 gefahren mit dem Verbrauch aus dem Test 424 Kilometer, beim Porsche Taycan 376 Kilometer. Die Differenz bei dieser Geschwindigkeit beträgt also 48 Kilometer mehr für das Tesla Model S. Damit fährt es 13% weiter als der Porsche Taycan 4S. Das Ganze, wie gesagt, unter winterlichen Bedingungen mit starken Winden, also beides Werte, die die Fahrzeuge im Sommer sicher deutlich übertreffen können. Wie verhält sich nun die Reichweite im Vergleich zum angegebenen Normverbrauch? Fangen wir mit dem Taycan an. Dem Taycan wurde also im amerikanischen EPA-Test eine Normreichweite von 323 Kilometern bescheinigt. Der Taycan hat also in unserem sozusagen US-Highway-Höchstgeschwindigkeitstest diesen Wert um ganze 53 Kilometer überschritten, also 16% weiter als EPA. Beim Porsche Taycan gibt es für die WLTP-Angabe einen Von-Bis-Wert sozusagen und die untere Schwelle hat er in unserem Test gerade mal um 5 Kilometer verfehlt. Porsche bleibt hier also seiner traditionellen Linie bei Performance-Parametern treu, wenig versprechen und mehr liefern. Wie schaut es bei Tesla aus? Das aktuelle Model S Raven Performance hat eine EPA-Reichweite von 348 Meilen. Das sind 560 Kilometer. Die WLTP-Reichweite beträgt 593 Kilometer. In unserem Test fuhr das Model S also 136 Kilometer weniger, also 24% weniger, als die EPA-Normangabe und 169 Kilometer, 28% weniger als WLTP. Das sind insofern keine schlimmen Werte und die Abweichungen sind eigentlich auch plausibel, Stichwort Wind und Winter. Solche Normreichweiten haben, wie wir sehen, wenig mit den realen Alltagsreichweiten auf der Langstrecke zu tun. Der Taycan ist vermutlich das einzige Elektroauto, was bei 120 Kilometer pro Stunde eine höhere Reichweite hat, als der EPA-Test angibt, der ja sehr langsam gefahren wird. In der Analyse der Zahlen fällt noch was auf, nämlich das Model S hat ungefähr 10% mehr nutzbare Batteriekapazität auf dem Papier und ist ca. 10% sparsamer. Warum fährt es nur 12,5% weiter? Die Erklärung liegt, wie auch schon bei unserem Reichweitentest mit dem Tesla Model 3, in der erstaunlich hohen Nettoentnahme aus dem Akku des Porsche Taycan. Das Video mit dem Model 3 Vergleichstest, damals 150 km/h gefahren, verlinken wir an dieser Stelle auch nochmal oben. Schauen wir auf die Zahlen. Model S Raven theoretisch 92,3 Kilowattstunden Nettoentnahme, im Test 79 Kilowattstunden auf 13% runtergefahren rausbekommen. Wenn wir diese 13% noch draufschlagen, landen wir theoretisch bei einer Entnahme von 90,8 Kilowattstunden auf den vollen Akku. Das ist für den Winter insofern ein guter Wert. Wir hatten es ja schon gehört, der Akku war vom Fahren und Laden vorgewärmt auf 30 Grad Batterietemperatur. Der Taycan 4S hat eine Werksangabe von 83,7 Kilowattstunden nutzbar mit der großen Batterie. Im Test haben wir rausbekommen 87 Kilowattstunden, sofern die Verbrauchsangabe im Bordcomputer stimmt, denn eine Kilowattstundenentnahme aufsummiert haben wir nicht, sondern wir haben die Kilometer mit dem Durchschnittsverbrauch entsprechend hochgerechnet. So, was heißt das jetzt? Wir haben eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder gibt Porsche einen zu hohen Verbrauch im Bordcomputer an, dass er also tatsächlich sparsamer ist, als er im Bordcomputer anzeigt. Oder das Auto spuckt tatsächlich mehr Strom aus als angegeben. Ja, was ist eure Meinung? So viel vorab. Das Auto war ein normales Serienfahrzeug ohne besondere Eintragung in der Zulassungsbescheinigung. Ich habe extra nochmal reingeschaut. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Preise der beiden Fahrzeuge. Der Taycan 4S war ausgestattet für ca. 139.500 Euro, wobei daher noch Luft nach unten ist. Wir hatten das Auto in dem Konfigurationsvideo abgespeckt auf brauchbare 125.000 Euro. Was auf der Streichliste gelandet ist, das könnt ihr euch im Video, wir verlinken es, gerne nochmal anschauen. Model S Raven Performance kostet bei Tesla im Konfigurator aktuell beginnend ab 104.000 Euro, volle Hütte ungefähr 120.000 Euro. Aktuell hat Tesla also beim Thema Reichweite klar die Nase vorn. Der Taycan ist aber am Schnelllader, wie wir gesehen haben, sehr beeindruckend vorbeigezogen. Aber bei Tesla beginnt man aktuell mit einer Erhöhung der Ladeleistung im Supercharger-Netzwerk. Möglicherweise werden davon auch Model S und X Bestandsfahrzeuge der jüngsten Generation profitieren. Eventuell gibt es demnächst auch ein Software-Update, das den jüngeren Bestandsfahrzeugen ein paar Kilometer mehr Reichweite noch beschert.
Und im April ist der sogenannte Battery Day bei Tesla. Wir sind gespannt, wann größere Akkus bei welchen Modellen in Serie gehen. Derzeit hat Tesla europaweit das besser ausgebaute Schnellladenetz, aber Ionity und andere Anbieter bauen fleißig aus. Das Nutzererlebnis, was das Laden angeht, ist bei Tesla derzeit überragend. Anstecken und los geht's, das gibt's aktuell nur bei Tesla. Neu verkaufte Model S und X laden aktuell noch kostenfrei an Superchargern europaweit. Für Taycan-Kunden gibt es den Porsche Charging Service. Dort wird aktuell Ionity mit 33 Cent pro Kilowattstunde bepreist. Später kommt dann auch noch eine Jahrespauschale von 179 € dazu. Aber ich glaube, die ersten 2 oder 3 Jahre sind kostenfrei. Wir freuen uns, dass es hier offenbar 2 Marken gibt, die in einen Wettbewerb um Technologieführung eingetreten sind. So sieht es im Prinzip auch der Hans. Er fand den Taycan cool, aber sein Auto bleibt ein Tesla. Porsche überzeugt mit sportlichen Qualitäten und aktuell auch deutlich schnellerem Laden. Tesla bietet deutlich mehr Platz, eine bessere Reichweite und seit der Preissenkung vor ungefähr einem Jahr deutlich günstigere Preise als bei Porsche. Aber wenn Porsche am unteren Ende der Preisskala ein Modell noch nachschiebt, wird die Preisdifferenz wieder geringer. Das soll vermutlich noch dieses Jahr passieren. Ja, ihr seht, spannende Tage bei Nextmove. Abonniert gerne den Kanal. Nächste Woche testen wir auch wieder mehrere Kleinwagen. Aber es kommen auch noch Taycan-Videos, auch eine komplette Ladekurve am Ionity Schnelllader. Für den Taycan werden wir euch noch nachliefern. Bis dahin.